Heute wollen wir mal über Bonsai-Schnitttechniken reden. Okay, was haben wir denn für Schnitte, für Schnitttechniken? Was können wir bei einem Bonsai alles schneiden? Also bei einem Bonsai können wir die Wurzeln schneiden, das haben wir uns im letzten Video angeguckt. Wir können die Äste schneiden, also feine Zweige. Oder wir können auch dickere Äste rausschneiden, das geht auch. Dann kann man noch Blätter schneiden und dann kann man noch ganz feine Blätter schneiden. Das ist zum Austrieb, das ist der sogenannte Pinzierschnitt. Das kommt dann gleich als nächstes, also das ist gar nicht mal so lange hin, das sind vielleicht noch 2-3 Wochen. Dann sind wir dabei, da müssen wir dann beim Ahorn zum Beispiel, müssen wir dann pinzieren. Also jeder, der die Ahorne oder ein Fächerahorn im Gewächshaus hat, der hat mindestens jetzt schon die Knospen offen. Also das ist dauert nicht mehr lange. Gut, genau. Und dann würde ich sagen, das gucken wir uns heute mal an. Zum Thema Blattschnitt habe ich schon ein Video gemacht. Das packe ich dann mit in die Liste rein. Und Pinzieren habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das kann ich dann auch mit reinpacken. Aber heute soll es mal um den gehen. Das gucken wir uns heute mal an. Kurz zu dem Baum. Der Baum ist eine Ulme. Die hatte ich über 3 Jahre im Feld. Und den habe ich ausgegraben immer. Der wurde immer mit der Heckenschere geschnitten. Und da will ich euch heute zeigen, wie wir den zusammenschneiden. So, ich habe den Baum fertig geschnitten. Ich habe euch das im Video ein bisschen zusammengeschnitten, weil sonst würde das zu lange dauern. Kurz dazu, was schneidet man eigentlich bei einem Bonsai für Äste ab? Wichtig ist, man schneidet sich kreuzende Äste ab. Also wenn irgendwie ein Ast übereinander liegt und sich kreuzt. Man schneidet Äste ab, die extrem nach unten gehen. Oder Äste, die extrem nach oben wachsen. Also die jetzt gerade irgendwo in der Krone wachsen, die schneidet man ab. Bei dem Baum jetzt hier ist es so, ich lasse das jetzt hier mal so als Dreierstamm. Ob ich früher oder später werde ich vielleicht den hier unten noch wegmachen. Aber jetzt gefällt er mir so. Mit Laub sieht er dann ein bisschen ausladender aus. Also ein bisschen, da habe ich die Grünmasse ein bisschen weiter unten. Das gefällt mir ganz gut. Deswegen lasse ich den so. Gut. Wollen wir dann noch ein paar Sachen über den Wundverschluss. Und ja, dann gucken wir mal weiter. Also im Prinzip ist es so, auch bei Bonsai wie bei normalen Bäumen. Wir haben ja normale Bäume. Es ist ja nicht anderes, nur dass sie in der Schale sitzen. Wir haben ja normale Bäume vor uns. Bei Bonsai gibt es Bäume, die guten Wundverschluss machen und schlechten Wundverschluss. Also das ist auf jeden Fall, das ist jetzt hier eine Ulme, die macht auf jeden Fall guten Wundverschluss. Ich zeige euch dann später noch ein Beispiel, wie das auszusehen hat, wie eine Wunde gut verschlossen ist oder die auf dem besten Weg ist zum Wundverschluss, zum guten. Die zeige ich euch gleich noch ein Bild. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Aber was passiert eigentlich, wenn man einen Baum schneidet? Wenn man einen Baum schneidet, ist das für den Baum immer eine Verletzung. Das heißt, wir haben eine Wunde. Und jetzt müssen wir eine Abschottung machen. Eine Abschottung heißt, der Baum tut sich die Wunde versiegeln. Im Prinzip seht ihr hier, das Holz ist so schwarz. Das ist ein Teil der Wundheilung. Der Baum tut sich die Wunde schwarz machen, also der tut das hier oben abschotten, der tut das hier oben absterben, dass das gesunde unten liegende Holz nie abstirbt. Der Baum macht als erstes das. Er macht nie gleich Kallus, sondern er macht erstmal diese Abschottung und dann macht er im Prinzip ein Rindengewebe drum. Das ist der sogenannte Kallus. Der kommt dann hier oben, das sind jetzt noch relativ frische Wunden, der schiebt sich dann hier unten irgendwann durch, der Kallus. Was ganz wichtig ist, wenn ihr einen Baum schneidet und ihr wollt große Äste abschneiden, dann guckt, dass ihr irgendwo in der Wunde, in der Nähe der Wunde Äste habt. Somit erhaltet ihr den Saftfluss und damit heilen die Wunden besser. Wir gucken uns das mit der Wundheilung dann gleich nochmal bei dem anderen Baum an und dann gucken wir mal weiter. So, hier seht ihr jetzt im Prinzip eine sehr gute Wunde, die wirklich kurz vorm Verheilen ist. Also hier muss man nur noch 1-2 Mal den Kallus ein bisschen anritzen, dann ist der auf jeden Fall zu.
Hier sind ein paar Wunden, die sind noch nie so gut. Da muss erst der Wundverschluss, also das von innen, dass der Baum quasi den Ast abstößt. Das muss erst hier passieren. So, hier unten haben wir noch ein paar schöne Wunden. Die werden auf jeden Fall auch bald zu sein. Also so sieht das aus, so soll das aussehen. Machen Ulm sehr gut. Kommen wir nochmal dazu, das ist aber heute auch das ähnlichste Fremdwort, was ich euch dann sage. Dieser ganze Wundprozess nennt man Komparmentierung. Also das ist das, wenn der Baum die quasi den Ast abstößt, also das tote Gewebe. Weil die Bäume haben das Problem, dass die Bäume sich ihr Gewebe nie selber reparieren können. Also das ist das Problem. So, und dann zeige ich euch nochmal jetzt kurz für 4, 5 Beispiele, welche Bäume die Wunden gut verschließen, welches gute Abschotter sind und welches schlechte Abschotter sind. So, gute Wundversorger sind Ahorn, Eiche, Linde, Hainbuche, normale Buchen, Ulm. Und jetzt kommen wir noch zu den schlechten Abschottern, also zu den schlechten Wundversorgern. Schlechte Wundversorger sind Apfel, Birken zum Beispiel, Eschen, Weiden. Das sind alles so, die schlecht die Wunden versorgen. Kommen wir noch zu einer Sache, das sind zum Beispiel Kirschen, wie man Kirschen schneidet. Aber das gilt allgemein auch bei großen Bäumen, wenn ihr bei großen Schnittstellen, wenn ihr an Bäumen große Schnitte macht, dann denkt immer dran, ein Stückel stehen zu lassen. Es gibt nämlich den sogenannten Dieback. Ich mag zwar diese englischen Begriffe nie, aber das ist dieses Zurücktrocknen. Denkt immer dran, hier zum Beispiel seht ihr, das ist jetzt hier das obere Stück, ist zurückgetrocknet. Also das ist, habe ich noch Glück gehabt, dass hier unten noch ein Ast ist. Das hier muss man irgendwann dann entfernen. Das wird auch nicht mehr. Hier kommt auch kein Zweig mehr. Und deswegen passt er ganz doll oft beim Schneiden. Wenn ihr große, das sind alles kleine Äste hier. Sowas, das kann man alles schneiden. Aber wenn ihr dann mal in solche großen Schnitte geht, denkt immer dran, den Ast stumpf stehen zu lassen, denn das trocknet euch zurück. Also da müsst ihr ganz aufpassen. Und wenn ihr dann irgendwo sagt, ihr schneidet jetzt hier zum Beispiel den Ast jetzt hier radikal hier ab, dann stirbt der auch mit ab. Das trocknet euch bis hier unten hin zurück. Deswegen immer aufpassen, wegen der Zurücktrocknen. Ihr könnt denn die zurückgetrockneten Äste dann, nachdem die zurückgetrocknet sind, immer noch abtragen und dann macht ihr einen Kallus. Dann könnt ihr schön die Wunde sauber machen. Zum Wundversorgen habe ich hier so eine Wundpaste. Das ist jetzt die für Laubbäume, die gibt es dann noch mit so einem türkisen Deckel, da ist die für Nadelbäume und dann gibt es das Ganze noch in flüssig. Aber das Flüssige ist nie so meins, das mag ich nie so, weil das im Sommer immer ein bisschen zerläuft. Auf was ihr auch achten müsst, ist immer sauberes Werkzeug. Ja, noch schnell ein Baum, ein Beispiel, was man erst schneiden sollte, also große Schnitte, wenn sie austreibt, das ist der sogenannte Fingerstrauch Potentilla. Bei dem ist nämlich das Problem, der zeigt nämlich erst ganz spät, wann er nämlich austreibt. Das ist gut, jetzt ist Ende Februar, März haben wir jetzt. Jetzt treibt er aus und jetzt weiß man ganz genau bei der Potentilla, welche Triebe jetzt tot sind und welche ausgetrieben haben. Das ist nämlich bei der ganz blöd. Deswegen, das ist noch so ein kleines Beispiel. Eine Sache noch zu dem Thema, wann schneide ich Bäume? Also kleine Schnitte kann man grundsätzlich immer machen, also so Formschnitte, das geht immer. Das kann man grundsätzlich ohne Probleme machen. Erhaltungsschnitte, das heißt, wenn man hier überall mal so ein bisschen einen Zweig rausnehmen will, das sollte man dann eher so in der Wachstumsruhe machen. Also das heißt so von Dezember bis maximal Februar. Bei Ahorn ist Februar schon ganz gefährlich. Also da kommt nämlich dann, da treiben die, schießen die nämlich schon Saft. Und da passiert es nämlich, dass ihr einen Saftfluss kriegt und da blutet der Baum. Also alles, was ihr jetzt noch draußen stehen habt, was jetzt noch nie ausgetrieben ist und die Knospen noch nie zu weit sind, das könnt ihr alles noch auch größere Schnitte machen, aber alles so wie zum Beispiel Ahorn, da müsst ihr aufpassen, die bluten jetzt. Also das bitte jetzt nicht mehr machen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr jetzt so einen Baum stark zurückschneidet, dann lasst ihn einfach mal durchtreiben, lasst ihn wachsen und dann, wenn er dann so weit ist, dass ihr sagt, okay, ihr wollt die Äste, so wie ich habe jetzt im Prinzip nur einen Auslichtungsschnitt gemacht. Ich habe jetzt nur alles, was mich gestört hat, rausgeschnitten. Jetzt wird er gewachsen gelassen und im Frühjahr dann schneidet man jeden kleinen Ast immer schön auf 2 Knospen zurück. Und somit kriegt man dann eine schöne Verzweigung. Das ist ja jetzt relativ grob, aber wenn wir das immer sauber beachten und immer schön zurückschneiden, dann kriegt man irgendwann auch eine feine Verzweigung. Das sieht dann auch besser aus. Wie gesagt, alles was sich kreuzt oder was kreuz der Quere wächst oder nach innen wächst, wegschneiden und dann wird das auf jeden Fall. Und dann kriegt man irgendwann eine schöne Verzweigung. Gut, das soll es mal für das Video gewesen sein. Es hat mich gefreut und es macht mir auch weiterhin Spaß. Deswegen schreibt einfach unter die Kommentare, was ihr wissen wollt und wir machen ein Video drüber.
Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!